Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Kartoffelauflauf mit Nürnberger Würstchen. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend in feine Streifen schneiden. Als nächstes 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und grob hacken. Und zum Schluss noch 400 Gramm kleine Nürnberger Würstchen mit einem Messer halbieren. Alternativ dazu könnt ihr hier natürlich auch normal große Würstchen verwenden und einfach in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Würstchen und Knoblauch in die Pfanne geben und dann unter gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die Kartoffeln, 1,25 Kilogramm, vorwiegend festkochende Kartoffeln, zunächst schälen, anschließend in mundgerechte Stücke oder Scheiben schneiden. Sobald die Würstchen etwas Farbe angenommen haben, die Kartoffeln mit in die Pfanne geben, ebenfalls kurz mit anbraten und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, eine sehr gute Prise Salz, etwas frisch gemahlener Pfeffer, 200 Milliliter Sahne und dann noch 300 Milliliter Milch dazu gießen. Das Ganze jetzt einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und für etwa 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Gelegentlich mal umrühren und wenn das erledigt ist, kommt der gesamte Pfanneninhalt in eine große Auflaufform, gleichmäßig darin verteilen, zum Schluss noch etwas geriebenen Käse drüber streuen. Ich habe geriebenen Gouda verwendet, wie immer ist aber auch jede andere Käsesorte möglich und so geht der Auflauf in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Umluft für ca. 20 bis 25 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und der Käse schön goldbraun gebacken. Den fertigen Kartoffelauflauf mit Würstchen danach aus dem Ofen holen. So sieht er dann aus. Anschließend auf Tellern verteilen, eventuell mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal.